Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video werden wir was richtig Verrücktes tun. Wir werden den Windows Defender in Windows 11 einfach mal töten. Ja, wie wir das Ganze machen und ob das so einfach geht, das schauen wir uns mal etwas genauer an. Ich habe da ein sehr interessantes GitHub-Repo gefunden, wo genau so eine Funktion zur Verfügung gestellt wird. Ja, ob das Killen vom Windows Defender eine gute oder eine schlechte Idee ist, darauf werde ich heute auch noch eingehen. Auf jeden Fall wird es sehr spannend. Ja, wir starten mit dem eigentlichen Teil vom Video, wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja schon in der Einleitung gesagt, heute wird es richtig spannend, denn wir werden versuchen, den Windows Defender in Windows 11 zu deaktivieren. Ja, ich habe euch dazu ein sehr interessantes GitHub-Repo mitgebracht. Ich verlinke euch dazu auch den Aufruflink mal unten mit in der Videobeschreibung und wir schauen uns das Ganze mal an, was das ist und was man damit anstellen kann. Ja, das Repo, was ich euch hier zeigen möchte, ist das Repo defend-not. Und das Repo defend-not bezeichnet sich selber als eine lustige Art, den Windows Defender zu deaktivieren. Das Ganze soll im Prinzip dafür sorgen, dass der Windows Defender meint, es wäre ein Virenschutz bereits aktiv, denn Windows verhält sich normal so, wenn ich jetzt hier Norton zum Beispiel installiert habe, dann deaktiviert sich der Windows Defender und sagt, nee, 2 Antivirus-Einheiten hier auf einem Rechner ist keine gute Idee. Ich gehe hier mal einfach zurück und überlasse einfach meinem Norton hier die Arbeit. In diesem Sinne haben wir aber zum Beispiel gar kein Norton-Antivirus installiert, sondern wir versuchen über den Weg hier dem Windows Defender nur mitzuteilen, pass auf, leg dich schlafen, es ist hier bereits ein anderer Virenwächter an Bord. Ja, dazu natürlich auch der wirkliche Hinweis, dass sich hier das Ganze natürlich nur um eine Veranschaulichung handeln soll, wie das Ganze möglich ist. Natürlich sollte man das Ganze hier nicht für bösartige Sachen verwenden. Das Ganze ist hier nur für Schulungszwecke gedacht. Ja, soweit der kleine Disclaimer hier zwischendrin. Und wir schauen mal weiter. Ja, die Installation ist wirklich richtig easy. Im Idealfall brauchen wir hier nur eine PowerShell und diese Einzeiler. Danach ruft sie automatisch das GitHub-Repo auf, tut sich ein kleines PowerShell-Skript runterladen und dann installiert sich das Ganze. Ja, es gibt hier noch ein paar Parameter, die man mitgeben kann, aber das Ganze schauen wir uns dann auch nochmal live an. Ich habe das Ganze in der virtuellen Maschine hier schon mal vorbereitet, doch bei meinen ersten Tests hat das Installationsskript nicht ganz funktioniert. Er hat hier die falsche Architektur. In meiner virtuellen Maschine habe ich ARM64 Architektur. Er hat hier aber einfach die x64 Architektur gezogen. Ja, da ist ein kleiner Fehler im Installationsskript drin. Deswegen bin ich hier bei mir vorgegangen und habe mir bereits das entsprechend richtige Package runtergeladen und wir werden das Ganze lokal hier auf dem Rechner starten. Nochmal zurück ins Repo. Das ist im Prinzip das PowerShell-Skript, das, was ich mir über die PowerShell starte. Das sehen wir auch nochmal im ersten Bereich. Ermittelt er hier die Architektur, um sich dann entsprechend aus dem Releases von dem Repo das entsprechende Binärpaket zu laden, führt das Ding aus und danach sollte der Antivirus weg sein. Ja, das ist hier unsere virtuelle Maschine. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Wir sehen hier, der Microsoft Defender ist noch aktiv. Und an der Stelle habe ich hier in einem Ordner Antivirus-Killer, habe ich mir hier den defend-not in der ARM64-Version schon runtergeladen. Ich habe mir hier 2 Shortcuts gebaut, einmal um den AV-Killer zu aktivieren und zu deaktivieren.
Ich schiebe hier mal die Fenster ein bisschen auf die Seite, damit man das auch hier gut erkennen kann, dass hier noch der Microsoft Defender da ist. Und wenn ich den AV-Killer aktiviere, mache ich per Doppelklick. Wir brauchen natürlich Adminrechte. Ich bestätige den Dialog jetzt mal mit Ja. Und wir sehen sofort, Einstein 2150 AV Killed ist nun aktiv. Das heißt, ich habe einfach hier gesagt dem Windows, dass hier ein anderer Virenscanner bereits aktiv ist. In meinem Fall mein Einstein 2051 Fake Antivirenscanner. Und in dem Moment haben wir den Windows Defender komplett lahmgelegt. Das heißt, wir haben keine Echtzeitüberwachung mehr, keine Heuristik, nichts mehr. Windows ist an der Stelle zu 100% verwundbar. Ja, was hat das Ganze jetzt hier für Vorteile und natürlich für Nachteile? Vorteile für mich als Sicherheitsforscher ist, ich habe schon einige Sicherheitstests gemacht, wo ich ganz bewusst irgendwelche Systemtools hergenommen habe, wo der Windows Defender sehr vorsichtig reagiert und mir dann entsprechende Funktionalitäten abschießt. Für so einen Fall ist es natürlich optimal, wenn ich hier einen sehr einfachen Weg habe, wie ich den Windows Defender effektiv beseitigen kann. Das heißt, ich kann hier meine Sicherheitsanalysen machen, ohne auf die Gefahr zu laufen, dass mir hier irgendwelche Teile meiner Analyseprogramme abgeschossen oder blockiert werden. Der negative Teil natürlich von dem Ganzen ist, wenn ich das als Angreifer mache, dann kann ich natürlich die Sicherheitsfunktion von einem Opfersystem komplett aushebeln. Mittlerweile ist es so, dass in aktuellen Versionen von Windows Defender dieser Mechanismus, der hier verwendet wird, bereits heuristisch erkannt wird. Ja, also wenn ich versuche, über den Weg den Windows Defender zu deaktivieren, wird das mittlerweile als Angriffsversuch eines Trojaners gewertet und es wird unterbunden. Das heißt, auf aktuellen Systemen mit aktuellen Patches funktioniert der Weg hier nicht mehr. Ich habe mir aber entsprechend immer eine virtuelle Maschine hier vorbereitet, die nicht ganz den aktuellen Viren-Pattern hat, einfach um auch mal ein paar Sicherheitslücken, die aktuell relevant geworden haben, auch gerade für euch mal in interessanten Videos auch aufzuzeigen, um zu zeigen quasi, wie so bestimmte Sicherheitslücken auch in der Praxis tatsächlich ausnutzbar sind. Das ist wie gesagt eine davon. Ja, ihr werdet euch sicher fragen, wie passiert das Ganze? Also die Entwickler haben hier mittels Reverse Engineering eine geheime API analysiert. Es gibt von Windows eine geheime API, die wird AV-Herstellern, also Herstellern von Antivirenprodukten, mittels einer Geheimhaltungsvereinbarung bekannt gegeben. Und über diese API kann ich im Prinzip mitteilen, pass auf, ich habe hier als Virenhersteller ein Antivirusprodukt, lieber Windows Defender, schalte dich ab. Diese API hat man entsprechend nachgebaut. Man versucht hier durch Injizierung von Code in den Task Manager hier eine gewisse Vertrauensbasis zu erwecken. Wir haben hier Code Injection, deswegen brauche ich auch entsprechende Admin-Rechte zu dem Zeitpunkt, um den Code auch in den Task Manager injizieren, und dadurch versucht man dann über die entsprechenden Mechanismen den Windows Defender abzuschießen. Funktioniert wie gesagt in der Version, die ich hier am Laufen habe, sehr leicht, in den neuesten dann nicht mehr. Ja, ob das Ganze natürlich auch effektiv erkannt wird, hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Ich weiß nicht, wie der Windows Defender hier ansetzt, ob der einfach sagt, immer wenn sich hier ein Prozess nach dem Schema im Task Manager manifestieren möchte, dann unterbindet es. Es kann natürlich sein, dass das Ganze wesentlich intelligenter erkannt wird, aber es kann natürlich auch sein, dass hier vielleicht eine Mini-Änderung vom Quellcode, das heißt, ich ändere hier einfach den Programmnamen, ich baue den Code ein bisschen anders zusammen, ich suche mir einen anderen Prozess oder andere Kleinigkeiten vielleicht sogar schon dazu führen können, dass an der Stelle der Defender diesen Angriff nicht mehr erkannt. Dass Trojaner den Virenscanner manipulieren, verändern oder deaktivieren können, das haben wir auch schon in der Vergangenheit erkennen können, und es wird auch immer hier ein Wettkampf eben bleiben, wenn wir von Schadsoftware reden, wie gut oder wie schlecht diese erkannt wird. Denn nur die Schadsoftware,
die von den gängigen Virenscannern nicht erkannt wird, die kann sich entsprechend weit im System verbreiten, kann lange Zeit unerkannt bleiben und führt zu den meisten Schäden, wenn es dann mal ein Opfer gefunden hat. Ja, ich hoffe, dieser kurze Einblick in die Windows Security bzw. in die Deaktivierung von Microsoft Defender war interessant. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet auch ihr wieder informiert, wenn es neue interessante Videos rund um die IT-Security gibt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne macht es gut. Euer Raik. Ciao.